Fragst du dich auch immer mal wieder, wie es manche Menschen schaffen, so viel zu erreichen? Oder wüsstest du gerne, wie du deinen persönlichen und beruflichen Erfolg steigern kannst? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn wenn du für ein paar kurze Minuten deine volle Aufmerksamkeit auf das Video richtest, erkläre ich dir, welche 7 Wege dir bei deiner Effektivitätssteigerung helfen und wie du damit unaufhaltbar wirst. Also leg doch alle möglichen Ablenkungen beiseite, damit du persönlich am meisten davon hast. Also, was hat es nun mit den 7 Wegen zur Effektivität auf sich? Diese hat Stephen Covey 1989 in seinem gleichnamigen Buch vorgestellt. Auf Englisch The 7 Habits of Highly Efficient People. In dem Buch beschreibt er 7 Angewohnheiten, mit denen du deinen persönlichen sowie beruflichen Erfolg steigern kannst. Schauen wir uns diese nun genauer an. Der erste Weg ist der der Proaktivität. Wenn du vorausdenkst und vorausschauend handelst, hast du viel gewonnen. Denn so kannst du dein Leben selbst in die Hand nehmen und die Umstände selber gestalten. Anstatt sich über Missstände zu beschweren, solltest du lieber Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen. Um das zu schaffen, musst du die folgenden 4 Faktoren stärken. Der erste Faktor ist Sicherheit. Er beschreibt dein Selbstwertgefühl sowie deine Selbstachtung. Damit ist dieser Faktor dein emotionaler Anker. Der zweite Faktor ist Orientierung. Diese stellt deine Standards, Werte und Prinzipien dar. Das hilft dir dabei, deine Umwelt zu interpretieren. Der dritte Faktor ist die Weisheit. Diese benötigst du für dein Beurteilungs-, Verständnis- sowie Unterscheidungsvermögen. Zudem gibt dir das ein Gefühl von Ausgewogenheit. Der letzte Faktor ist Kraft. Dieser beschreibt deine Fähigkeit zum Handeln und die Energie, die du brauchst, um Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist, dass sich diese Faktoren gegenseitig beeinflussen. Sie sind also interdependent. So benötigst du beispielsweise die Weisheit, um deine Umwelt zu beurteilen, um von der Kraft, Entscheidungen zu treffen, profitieren zu können. Sorge also dafür, dass du alle Faktoren stärkst, um volle Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Der zweite Weg ist, bereits am Anfang das Ende sehen. Dabei geht es darum, dass du dir von Anfang an Gedanken darüber machst, was dein Ziel ist, also wo du hin willst. Covey beschreibt dabei auch, dass viele Menschen zwischen verschiedenen Zentren hin und her driften. Dies sind Zentren der Partner, Familien, Geld, Besitz, Vergnügungs-, Freundschafts-, Kirchen- oder Ich-Zentriertheit. Der Nachteil dieser Zentrierungen ist jeweils eine persönliche Abhängigkeit. Du solltest stattdessen prinzipienzentriert handeln, um damit dir und deinen Werten treu zu bleiben. Dadurch kannst du unabhängig von anderen Personen denken, fühlen und handeln. Zudem schafft dies Beständigkeit und Freiheit für dich selber. Mach dir also Gedanken darüber, welche Werte und Prinzipien für dich an oberster Stelle stehen. Der dritte Weg heißt, das Wichtigste zuerst tun. Dazu musst du die Dinge in deinem Leben priorisieren und den Dingen, die dir wichtig sind, genug Zeit geben. Dabei kann dir beispielsweise die Eisenhower-Matrix helfen, die ich schon in einem früheren Video vorgestellt habe. Covey beschreibt in diesem Kapitel auch verschiedene Arten der Delegation. Auf der einen Seite gibt die Aufgabendelegation dem Delegierten klare Anweisungen, was er wie machen soll. Im Gegensatz dazu gibt die Verantwortungsdelegation die Ergebnisverantwortung an den Delegierten ab und schafft somit für beide Seiten mehr Freiraum. Mehr zum Thema Delegation findest du auch in meinem Video zu den 7 Delegationsstufen. Der vierte Weg ist das Gewinn-Gewinn-Denken. Dies beschreibt, dass du stets nach einer Lösung suchst, die beiden Seiten nutzen soll. Denn Lösungen, die nur dir oder nur deinem Gegenüber einen Vorteil verschaffen, sind nicht in der Lage, einen langfristigen Erfolg sicherzustellen. Für das Gewinn-Gewinn-Denken benötigst du eine Überflussmentalität. Das bedeutet, dass du stets davon ausgehst, dass Erfolge, Glück und andere Ressourcen so groß sind, dass für jeden mehr als genug dabei ist. Um eine Win-Win-Situation herzustellen, musst du zuerst das Problem aus der Sicht des anderen betrachten und dann den Fokus auf die Interessen anstatt der Positionen legen. So kannst du eine Lösung finden, von der beide Seiten profitieren können. Das führt uns zum 5. Weg. Erst verstehen, dann verstanden werden. Denn wenn du Menschen zu etwas bewegen willst, musst du zuerst ihre eigenen Beweggründe kennen. Das eröffnet dir wiederum die Türen für deine persönlichen Anliegen und stärkt deine Glaubwürdigkeit. Um eine gute zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen, kann dir das Modell des emotionalen Beziehungskontos helfen. Jedes positive Ereignis, das 2 Menschen zusammen erleben, zahlt auf ihr gemeinsames Beziehungskonto ein. Dahingegen stellen schlechte gemeinsame Erfahrungen eine Abhebung von eben diesem Beziehungskonto dar. Umso höher der Kontostand von dem Beziehungskonto zweier Menschen ist, desto einfacher ist ihre Beziehung zueinander und sie können gemeinsam mehr erreichen. Schau also, dass du auf deine emotionalen Beziehungskonten
stets mehr einzahlst, als du abheben musst. Der 6. Weg heißt Synergien schaffen. Dabei geht es darum, dass du gemeinsam mit anderen Leuten bessere Lösungen findest, als jeder von euch es alleine geschafft hätte. Dazu musst du andere an deinen Stärken teilhaben lassen und genauso aber auch die Stärken von anderen annehmen. Wenn dann noch ein wenig Kreativität dazu kommt, werden Ziele erreichbar, die keiner von euch alleine geschafft hätte. Um dieses Denkmuster für dich zu etablieren, kannst du an eine Person denken, deren Sichtweise dich oftmals irritiert. Überlege dir, wie diese Sichtweise zu einer Synergie führen könnte. Der 7. und letzte Weg heißt die Säge schärfen, also die Selbsterneuerung. Damit meint Stephen Covey, dass du dir genug Zeit nehmen musst, um deine Fähigkeiten und Ressourcen sowie deine seelische und körperliche Gesundheit auszubauen und zu erhalten. Denn auch wenn dies Zeit kostet, leidet ansonsten deine langfristige Leistungsfähigkeit. Nimm dir also genug Zeit für Sport, Entspannung, Weiterbildung, gesunde Ernährung und andere Dinge, die dir gut tun. Zudem erklärt Covey in seinem letzten Kapitel auch, dass die 7 Wege interdependent sind. Das heißt, dass eine Verbesserung in einem Bereich auch eine Verbesserung in den anderen Bereichen herbeiführt. So kannst du beispielsweise mit mehr Proaktivität dich besser auf die wichtigen Aufgaben fokussieren. Damit bleibt dir wiederum mehr Zeit für die Selbsterneuerung und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass dir die 7 Wege helfen, in Zukunft effektiver zu sein und dir zu mehr persönlichen und beruflichen Erfolg helfen. Covey beschreibt auch, dass diese Angewohnheiten zu einer stetigen Aufwärtsspirale führen, die sich durch die Interdependenzen verfestigt. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch ein Like da und abonniere meinen Kanal.